Also ich habe die Tafel, da habe ich nochmal was Neues jetzt hingemalt. With such a small amount of space and not a clear picture, Mit so einem wenig Platz und jetzt auch noch mit einem verschwommenen Bild. if you can keep in mind what we've discussed, we just need to enlarge. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern oder festhalten, das, was wir bereits gesagt haben, und wir weiten das jetzt einfach noch weiter aus. So we haven't yet discussed the alpha history. When we do that, I'll put it back up. Also wir haben die Alpha-Geschichte noch nicht besprochen. Wenn wir dann dazu kommen, werde ich es nochmal hier aufzeichnen. I've left up our omega history. Hier unsere Omega-Geschichte habe ich stehen gelassen. For now, our line of Eden to Eden has been removed. Unsere Linie von Eden zu Eden wurde ausgewischt. Please try to keep those things in your mind. Bitte haltet diese Dinge einfach in eurem Hinterkopf fest. We discussed the agricultural model. Wir haben das Agrikulturmodell besprochen. The only point that we wanted to take from that model Der einzige Punkt, den wir aus diesem Modell nehmen wollten, is that there is no rain in harvest. ist, dass es da keinen Regen innerhalb der Ernte gibt. So we have harvest. Also wir haben die Ernte. In our current dispensation, In unserer jetzigen Dispensation. for the priests typifying the 144,000. Die Priester, die 144.000 typifizieren. We know rain to be symbolic of a message. Wir wissen, dass der Regen symbolisch für eine Botschaft steht. And so we make the point that there's no new message in a time of harvest. Also machen wir den Punkt, dass innerhalb einer Ernte es keine neue Botschaft gibt. And that is for our own safety. Und das ist für unsere eigene Sicherheit. As we wrestle to understand the message of the last dispensation. Wir kämpfen damit, die Botschaft der letzten Dispensation zu verstehen. So this is harvest. It's also known as time of trouble. Das ist die Ernte. Sie ist auch bekannt als die Zeit der Trübsal. You can get that from the story of Jacob, from the great controversy. Wir bekommen das heraus aus der Geschichte von Jakob oder vom großen Kampf. In the previous dispensation, God was doing a work. In der vorangegangenen Dispensation hat Gott ein Werk vollbracht. When you see God doing a work, Und wenn man sieht, wie Gott ein Werk tut, you know that what is playing out is part of that warfare of the great controversy. dann weiß man, dass das Teil von dieser Kriegsführung des großen Kampfes ist. Which means he's not the only one at work. Was dann bedeutet, dass er nicht der Einzige ist, der hier arbeitet. When you look back at Millerite history, Wenn man die Milleritengeschichte betrachtet, it was as if Satan was restrained dann war es, als war Satan zurückgehalten worden, so that message could spread. sodass dann die Botschaft sich verbreiten konnte. And then when you come into the time of trouble, Wenn man dann zu der Zeit der Trübsal kommt, that restraint comes to an end. da kommt dieses Zurückhalten zu einem Ende. And Satan has the ability to attack in a way he didn't have before. Und Satan hat jetzt die Möglichkeit, in einer Art und Weise zu attackieren, die er zuvor nicht hatte. You know that if he could bring about the death decree, Wir wissen, dass wenn er den Todeserlass ermöglichen in könnte, the Sunday law history, he would. in der Sonntagsgesetzzeitperiode,
dann würde er es auch tun. but he can't. Aber er kann das nicht. So there's this restraint until the time of trouble, Also da gibt es dieses Zurückhalten bis zur Zeit der Trübsal, where Satan decides that he'll have this last effort to destroy. wo Satan hier diese letzte Möglichkeit hat, zu zerstören. You can expand that out and see the true and the counterfeit. Man kann das ausweiten und man kann das Wahre und die Fälschung betrachten. God working through Millerite history, Gott, der durch die Milleritengeschichte arbeitet. and then you have the ability of Satan to come in with World War I, World War II. Und dann hat Satan diese Möglichkeit, dass er mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg aufkommt. But you also see this within a reform line in the time of trouble. Wir sehen dies aber auch auf einer Reformlinie in der Zeit der Trübsal. So it was as if a restraint all the way till November 9. Also da war dieses Zurückhalten bis zum 9. November. November 8, Am 8. November we were at a camp meeting in Australia. waren wir an einem Camp-Meeting in Australien. The fires came too close, Die Feuer, also die Waldbrände And von we- damals kamen so nahe we left that venue. und wir mussten diesen Ort verlassen. 2 weeks later, it burnt to the ground. Und 2 Wochen später ist es bis auf den Grund abgebrannt. Immediately, there was the attempts of Satan to destroy the work of the movement. Sofort waren da die Versuche da, dass Satan diese Through November Bewegung 9 itself. zerstören wollte, sogar durch den 9. November. We also know an that we diesem can Datum. overlay World War I, World War II, Wir wissen, dass wir den Ersten und Zweiten Weltkrieg übereinander legen können. What we have up here is our dispensation. Was wir hier oben haben, ist unsere Dispensation, Harvest, die Ernte, Jacob's time of trouble. Jakobs Zeit der Trübsal. What we want to do is understand it through our reform lines. Und was wir tun wollten, ist es durch unsere Reformlinie zu verstehen. Particularly the end of ancient Israel and the beginning of modern Israel. Vor allem das Ende des alten Israels und der Anfang des modernen Israels. But we also want to understand it through the model of agriculture, Wir wollen es aber auch durch das Modell der Agrikultur verstehen, the lines of revolutions, die Linie der Revolution, the line of Christ as a priest, und die Linie von Christus als ein Priester and also that great controversy model of time of trouble, death decree, time, second advent. und auch durch das Modell des großen Kampfes, wo wir hier die Zeit der Trübsal haben. Wir haben den Todeserlass, die So Zeit wird these are gegeben the und die lines Wiederkunft. that we wish to bring to this dispensation. So, das sind die Linien, die wir auf diese Dispensation mit einfließen lassen müssen. We've looked at agriculture as much as we're going to. Wir haben die Agrikultur hier bereits schon betrachtet. So no new message. Also keine neue Botschaft. November 9, 2019, 9. November 2019, the time of trouble begins. die Zeit der Trübsal fängt an. There's an immediate attack on the work of this movement. Und da gibt es eine sofortige Attacke auf diese oder an diese Bewegung. This is an article from The Guardian. Das ist ein Artikel von dem Guardian, das ist eine Zeitung. The first case of someone suffering from COVID-19 can be traced to 17th of November. Der erste Fall, in dem jemand an Covid-19 erkrankt ist, lässt sich laut Medienberichten über unveröffentlichte Daten der chinesischen Regierung bis zum 17. November zurückverfolgen.
The report in the South China Morning Post said Chinese authorities had identified at least 266 people who contracted the virus last year. In dem Bericht in der South China Morning Post hieß es, dass die chinesischen Behörden mindestens 266 Personen identifiziert hätten, die sich im vergangenen Jahr mit dem Virus infiziert haben und unter medizinische Überwachung gestellt wurden. These are the ones who came under medical surveillance. Also das sind diejenigen, die medizinische Versorgung bekommen haben. The earliest case was November 17. Der früheste Fall war am 17. November. So we do see a pandemic. Also wir sehen hier eine Pandemie. We know from the line of World War I. Wir wissen von der Linie vom Ersten Weltkrieg. This is the Treaty of Brest-Litovsk. Dass dies der Vertrag von Brest-Litovsk ist. That treaty was signed March 3. Und am 3. März wurde dieser unterschrieben. The first known case of the Spanish flu was March 4. Und der erste Fall der spanischen Grippe war am 4. März. Immediately after that treaty. Sofort nach diesem Vertrag. So when we bring in the history of World War I, it clearly shows the pandemic. Also wenn wir die Geschichte des Ersten Weltkriegs betrachten, sehen wir ganz deutlich die Pandemie. And what I said in our first presentation, Und was ich in unserer ersten Präsentation gesagt habe, is that God prepared us just in time. Dass Gott uns zur rechten Zeit, gerade rechtzeitig vorbereitet hat. With our understanding of the medical system, of vaccination and conspiracy theories. Mit unserem Verständnis über die medizinische Versorgung, über Impfungen, über Verschwörungstheorien. Because when it comes to COVID-19, these medical systems, these conspiracy theories have come in like a flood. Denn wenn wir hier Covid-19 betrachten, sehen wir, dass diese Verschwörungstheorien wie eine Flut herkamen oder They've reinkamen. destroyed Levites and Nethinims. Sie zerstören oder haben Leviten und Tempeliner zerstört. God built us an ark with the message of conspiracy theories. Aber Gott hat uns eine Arche gebaut in dem Umfeld der Then we began Verschwörungstheorien. to go into a study of ancient Israel. Dann sind wir zu dem Studium von dem alten Israel gegangen. I want to put that to one side for now. Und jetzt möchte ich das mal so nebenan oder zur We'll Seite come back legen. to it. Und wir werden darauf wieder zurückkommen. What I'd like to do is look at the external. Was ich gerne betrachten würde, wäre das Externe. We'll look at the external and identify the framework. Wir betrachten das Externe und wir werden das Rahmenwerk Then as we aufstellen, look at the betrachten. framework, we'll apply it to the internal. Und wenn wir das Rahmenwerk betrachten, werden wir es dann auf das Interne anwenden. I've been saying for some time now Für eine gewisse Zeit habe ich bis jetzt schon gesagt, we need to understand waymarks dass wir Wegmarken verstehen müssen. better. Wir müssen sie besser verstehen. That our understanding is too narrow. Dass unser Verständnis zu oberflächlich, zu schmal ist. So I'd like to offer some suggestions Also ich würde hier gerne ein paar Vorschläge geben, of how better we can understand the nature of a waymark. wie wir die Natur einer Wegmarke besser verstehen können. I've already said before, Ich habe bereits schon zuvor gesagt, Boston, Concord, Exeter, Test, Boston, Concord, Exeter und Test, that this waymark of Concord is May 25. dass dieser
Concord hier der 25. Mai And ist. these dates mark the external events. Und diese Daten tun die externen Ereignisse markieren. November 9, 2016 is not when Acts 27 was understood. 9. November 2016 ist nicht das Datum, wo die Apostelgeschichte 27 verstanden wurde. That occurred in a time period. Das passierte innerhalb einer Zeitperiode. But it marks the external event, the election of Donald Trump. Aber hier wird das externe Ereignis markiert, nämlich die Wahl von Donald Trump. September 11. Der 11. September. We mark the external event. Markieren wir auch das externe Ereignis. So in going through the external, we can build the framework. Also indem wir durch das Externe hindurchgehen, können wir das Rahmenwerk aufbauen. And then we'll take to that our internal experience. Und dann legen wir daran sehen wir auch dann So I unsere want us to consider 1989. interne Erfahrung. Ich möchte, dass wir 1989 besser verstehen. 1989 betrachten. What date do you associate with 1989? Welches Datum tun wir mit dem 1989 in Verbindung bringen? I think everyone will say the fall of the Berlin Wall, Jeder wird den Fall der Berliner Mauer nennen. November 9. 9. November. I want to offer a different date. Ich möchte hier ein anderes Datum betrachten. I've got a few quotes to read. Ich habe hier mehrere Zitate, die ich lesen möchte. This first quote is Radio Free Europe, Radio Liberty. Also hier das erste Zitat kommt vom Radio Free Europe, das ist Radio Freies Europa. It's titled September 11, 1989. Der Titel ist 11. September 1989. When Hungary tore a hole in the Iron Curtain. Als Ungarn ein Loch in den eisernen Vorhang riss. So 1989. Also wir haben hier 1989. Den 11. September. Hungary lifted restrictions on travel to Austria, enabling tens of thousands of East Germans to flee to the west. Ungarn hob die Reisebeschränkung nach Österreich auf und ermöglichte Zehntausenden von Ostdeutschen die Flucht in den Westen. The September 1989 events in Hungary are often described as the first cracks in the Berlin Wall. Die Ereignisse vom September 1989 in Ungarn werden oft als die ersten Risse in der Berliner Mauer beschrieben. This is a 2009 article now from the LA Times. Jetzt haben wir einen Artikel von 2009 von der LA Times. It says 20 years ago, on September 11, 1989, the plug was pulled on the bathtub of the Soviet Empire. Hier hieß es, vor 20 Jahren, am 11. September 1989, wurde der Stöpsel an der Badewanne des Sowjetimperiums gezogen. This is by Michael Meyer, the author of the book The Year That Changed the World. Und der Autor dieses Buches ist Michael Meyer. Und der Buchtitel ist Hungary das Jahr, had das elected die Welt änderte. progressive, West-centered government. Ungarn hatte eine mehr westorientierte Regierung gewählt gehabt.
back in August 19, im 19. August, some rebellious people decided to have a stab at the Soviet Empire. hatten ein paar Rebellen, wollten hier ein bisschen gegen das sowjetische Imperium rebellieren. And to keep themselves safe, they just said they were having a picnic. Und dass sie sich selber absicherten, haben sie gesagt, wir haben hier einfach nur ein Picknick. They advertised it and said, everyone come to our picnic. Und sie haben so Werbung dafür gemacht, dass sie einfach gesagt haben, kommt alle zu unserem Picknick. By the way, it's on the Hungarian border between East and West. Und es ist, so nebenher jetzt nochmal gesagt, es ist in Ungarn an der Grenze zwischen Westen und Osten, And if wo you es want to stattfindet. cut part of that fence that separates East and West, Und wenn man Teil dabei sein wollte, diesen Zaun zwischen Osten und Westen zu zerschneiden, der go Osten und for a Westen trennt. stroll across the border, we won't stop you. Und wenn du dann einfach über die Grenze so spazieren willst, dann werden wir dich nicht stoppen. It was a subtle, a not so subtle protest. Es war eine subtile und dennoch nicht so subtile Form des Protestes. Buses started rolling up to this picnic, Busse fingen an, zu diesem Picknick zu kommen, known as the Pan-European Picnic. welches als das paneuropäische Picknick bekannt wurde. About 700 East Germans came to that picnic and then fled across the border. Ungefähr 700 Ostdeutsche kamen zu diesem Picknick und sind dann über die Grenze geflohen. And because the Hungarian government had looked the other way, Und weil die ungarische Regierung in die andere Richtung geschaut hatte, it placed them in an awkward position. platzierte sie es in eine komische, peinliche Situation. Because now people knew this could happen, the government of Hungary would be held responsible. Aber weil Leute jetzt wussten, dass dies passieren konnte, wurde die Regierung von Ungarn zur Rechenschaft gezogen. Every time people tried to cross and were stopped or were killed. Und jedes Mal, wenn Leute versucht haben, drüber zu gehen, wurden sie gestoppt oder getötet. This is the National Security Archive. Das ist jetzt von der nationalen Sicherheit, von den Archiven. They're going to give this history back to March 3. Sie tun hier das Datum auf den 3. März markieren. And trace the events from March 3, 1989. Und dann folgen sie den Ereignissen vom 3. März 1989. They'll mark August 19, the Pan-European Picnic. Sie markieren den 19. August, als das paneuropäische Picknick hier stattgefunden hat. But they say the fate of the Berlin Wall may well have been sealed on September 11. Und dann sagen die, das Schicksal der Mauer mag am 11. September 1989 besiegelt worden sein. Here was when the Hungarian Reform Communist government took down its own Iron Curtain. Als die ungarische kommunistische Regierung ihren eigenen Eisenvorhang niederriss. August 19 was about 700 people. Der 19. August waren ungefähr 700 Leute. Then they closed off that border again. Dann haben sie diese Grenze wieder geschlossen. September 11, they properly took down their own wall, their own curtain.
Und am 11. September haben sie dann sozusagen ihre eigene Wand oder Vorhang niedergerissen gehabt. And 30,000 people fled. Und 30.000 Menschen sind geflohen. August 19, 700, September 11, 30,000. 19. August 700, 11. September 30.000. August 19, 700, September 11, 30,000. 19. August 700, 11. September 30.000. It's the crack in the Berlin Wall. Es ist ein Riss in der Berliner Mauer. When Hungary opened its border. Als Ungarn seine Grenzen öffneten. What you have is cause and effect. Was man hier hat, ist Ursache und Auswirkung. Cause with Hungary, September 11, effect with Berlin, November 9. Ursache 11. September hier, Auswirkung 11. November Berlin. (2001). 2001. What date do you want to mark? Welches Datum wollen wir markieren? You're going to say 9/11. Jeder wird dir sagen 11. September. What are you going to say happened on that date? Was passiert an diesem Datum? Was sagt man? Encourage people to write in the chat if you're comfortable. Restraint of Islam. Also, dass Islam zurückgehalten wird. Twin towers came down. Also die Zwillingstürme kommen. Think prophetically. Not just the external event. Nicht nur die externen Ereignisse. Third woe. Die dritte Wehe. Beginning of civil war. Anfang des Bürgerkrieges. Spiritualism, arrival of second angel. Spiritismus, Ankunft des zweiten Engels. What we've tended to say is the restraint of radical Islam. Was wir gesagt haben oder wozu wir neigten, war, dass der radikale Islam zurückgehalten wird. I would say that's incorrect. Und ich würde sagen, das ist inkorrekt. What about Islam was restrained on September 11? Was am Islam wurde da an diesem Datum zurückgehalten? They have, for an Islamic terrorist, it's a huge success. Für einen islamischen Terroristen ist es Erfolg. There's no restraint on Islam September 11. Am 11. September selber wird dieser Islam nicht zurückgehalten. Soon after, the United States invade Afghanistan. Kurz danach geht die Vereinigten Staaten, fallen sie in Afghanistan ein. When we look back at 1840 and the restraint of Islam, wenn wir 1840 betrachten und dieses Zurückhalten des Islams, what was restrained? Was wurde da denn zurückgehalten? Terrorist organizations? Terroristische Organisationen? Or states, countries, Oder governments? Staaten, Regierungen, Ländern. It's an empire, it's a state, a country. Es ist ein Imperium, ein Land. Sometimes I would suggest we spend too much time focusing on Al-Qaeda and ISIS. Manchmal denke ich, dass wir zu viel Zeit damit Al-Qaida und ISIS verbringen. Not that we shouldn't focus on them. Nicht, dass wir uns nicht auf sie fokussieren sollten. But we should not focus on should not fail to focus on the Islamic countries of the Middle East. Aber wir sollten nicht außer Acht lassen, die islamischen Länder des Mittleren Ostens Because in prophecy, in history, we can tend to be looking at countries
Denn wenn wir die Prophetie betrachten, sollten wir dazu neigen, Länder zu betrachten. The US invades Afghanistan and tries to take down the Taliban government. Die USA fällt in Afghanistan ein und versucht, die talibanische Regierung zu stürzen. It's the Taliban they need to restrain. Es ist ein Taliban, den sie versuchen oder den sie zurückhalten müssen. I'm going to read from Radio Free Europe, Radio Liberty. Ich werde von Radio Free Europe, Radio Liberty lesen. And I want us to note the date. It's October 18. Und ich möchte, dass wir hier dieses Datum sehen, nämlich der 18. Oktober. October 18, they title this The Battle for Mazar-i-Sharif, seen as a turning point. Hier der Titel dieses Artikels ist Afghanistan, die Schlacht um Mazar-i-Sharif als Wendepunkt. So they haven't really engaged in this battle yet, but they're already recognizing that a fight for this city will be a turning point. Also diese Schlacht hat noch nicht wirklich angefangen und sie erkennen bereits schon, dass diese Schlacht ein Wendepunkt um diese Stadt ein Wendepunkt sein wird. So the United States is working with the Afghanistan Northern Alliance. Also die Vereinigten Staaten tun mit den afghanistanischen Nordallianz sind sie verbündet. The US has started bombing the front lines of the Taliban. Die US fingen an, die Taliban-Frontlinien zu bombardieren. The forces of the Northern Alliance seem ready to take Mazar-i-Sharif. Und die Streitkräfte der Allianz schienen bereit, Mazar-i-Sharif The einzunehmen. largest city in northern Afghanistan. Die größte Stadt im Norden Afghanistans. Already they're marking that the fall of Mazar-i-Sharif could change the strategic balance in Afghanistan. Sie markieren bereits, dass wenn diese Stadt Mazar-i-Sharif fällt, dass dies die strategische Balance in Afghanistan They're verändern marking würde. that already in October 18. Und sie markieren das bereits im Oktober 2018. This is Sie a meinen quote 2001. from PBS, from a frontline page. Und hier ein Zitat von PBS, einer Frontline. It says, in their first Seite. major victory, Northern Alliance forces led by General Rashid Dostum and General Mohammed Atta, with US Special Forces A-Teams 595 and 534, captured Taliban stronghold Mazar-i-Sharif on November 9, 2001. Also beim ersten großen Sieg eroberten die Streitkräfte der Nordallianz unter Führung von General Rashid Dostum und General Mohammed Atta mit dem A-Team 595, 534 der US-Spezialeinheiten der US-Streitkräfte am 9. November 2001 die Taliban-Hochburg Mazar-i-Sharif. Thousands of Taliban and Al-Qaeda fighters fled east to Kunduz. Tausende von Taliban- und Al-Qaida-Kämpfer flohen nach Osten nach Kunduz. Just as was predicted in October 18, this was the turning point. Also das wurde im Oktober, wie es bereits im Oktober vorhergesagt war, From the loss of das this city, the Taliban quickly lost control der of power. Wendepunkt. Und nachdem die Taliban jetzt diese Stadt verloren hatten, haben sie auch schnell die Macht verloren. In a matter of days. Innerhalb von Tagen. This is an article from the Washington Post, November 18, 2001. Artikel von der Washington Post, Sonntag 18, 2001. It describes the devastation caused by the US bombing. Es beschreibt die Zerstörung von den Bomben der Particularly USA. to the front line of the Taliban. Vor allem die Frontlinien der Talibans. Thousands of its fighters suddenly fled to the south.
Tausende seiner Krieger oder Soldaten sind dann in den Süden flohen. They ran into abandoned buildings, hid out in bunkers. Und sie haben sich in Bunkern oder in abgelegenen Gebäuden verschanzt. The turning point was the battle for the northern city of Mazar-e-Sharif, where US Special Forces operatives on the ground selected the bombing targets and directed the strikes. The fall of Mazar-e-Sharif on November 9 broke the Taliban aura of invincibility, sapped their morale, and started a domino effect of defections by regional commanders and provincial warlords. Der Wendepunkt war der Kampf um die nördliche Stadt Mazar-e-Sharif, wo US-Spezialeinheiten vor Ort die Bombenzieher auswählten und die Angriffe leiteten. Der Sturz von Mazar-e-Sharif am 9. November zerbrach die Aura und die Unbesiegbarkeit der Taliban, schwächte ihre Moral und löste einen Dominoeffekt aus, der durch das Überlaufen regionaler Befehlshaber und provinzieller Kriegsherren ausgelöst wurde. By November 14, the UN Security Council was already starting to set up a transitional government for Afghanistan. Am 14. November verabschiedete der UN-Sicherheitsrat praktisch einen Vorschlag über eine We have cause and effect, September 11, November 9. Ursache, Auswirkung, Ursache 11. September, Auswirkung 9. November. I want to come to a little waymark now. Ich möchte jetzt zu einer kleinen Wegmarke kommen. 2016. 2016. We'll get into our own history. Wir kommen langsam in unsere eigene Geschichte hinein. We mark November 9. Wir markieren den 9. November. But what other date do we need to mark? Aber welches andere Datum müssen wir auch noch markieren? November 9. November 9. Someone says November 8. Would agree. November 8. They go forward. Sister Lana says December 19. Dezember 19. What happens December 19? Was passiert denn am 19. Dezember? The vote of the Electoral College. Die Wahl für das Wahlkollegium. Correct, it's December 18, isn't it? Is that my mistake? Das war, glaube ich, mein Fehler. Das war, glaube ich, der 18. Dezember. December 18. 18. Dezember. What you have is cause and effect. Was man hier hat, ist Ursache, Auswirkung. 2016, November 9. 2016 hat man den 9. November. Cause, that vote. Ursache, diese Wahl. Effect, Electoral College. Auswirkung ist das Wahlkollegium. It's at the Electoral College that he actually wins the election. Und es ist durch das Wahlkollegium, dass er eigentlich die Wahl gewinnt. And it's in that 2-month time period that Acts 27 begins to open up. Und in dieser zweimonatigen Zeitperiode ist es, wo Apostelgeschichte 27 sich öffnet. 2018, external events. 2018, externe Ereignisse. Dates. Haben wir hier Daten? What is December? Was ist passiert im Dezember? We call this the Battle of Heraclea. Wir nennen das die Schlacht von Heraklion. Correct. When do we mark the beginning? When do we mark the end?
Wann markieren wir den Anfang und wann das Ende? Brother Wesley says September 23. September 23 wird hier gesagt. I may be inclined to push it back to the 21st, but the 23 you can still mark. Ich würde vielleicht eher sagen der 21. September, aber man kann es auch am It's significant. 23. 23rd. September markieren. Das ist ein wichtiges Datum. And it ends Und es endet December 19. Dezember 19. When Trump orders the full withdrawal of troops from Syria. Wo Trump sagt, dass er die ganzen Truppen aus Syrien zurückholen möchte. So that's our Ja, history für of what we rausholen. call the Battle of Heraclea, this fight between the United States and Russia. Also das ist die Geschichte oder diese Schlacht von Heraklion, wo wir diesen Kampf zwischen Russland und Amerika haben. Centers around Ukraine, Und dies findet um die Ukraine statt, spheres of influence, and cyber war. Einflussgebiete und den Cyberkrieg. I won't review the study of Heraclea, but we should be familiar with that time period. Ich werde das Studium jetzt von Herakleia nicht wiederholen, aber wir sollten eigentlich damit alle vertraut sein. This is a 3-month time period. Das ist eine 3-monatige Zeitperiode. And in these 3 months, the midnight cry is given on the earth, on the sea, and on the islands of the sea. Und in dieser Zeitperiode wird die Mitternachtsrufbotschaft auf der Erde, auf dem Meer und auf den Inseln des Meeres gegeben. At every waymark, we have a significant event. An jeder Wegmarke haben wir ein wichtiges Ereignis. November 9, 9. November, September 11, den 11. September, November 9, 9. November, December 19. 19. Dezember. But we are actually interacting with a story. Aber eigentlich haben wir es hier mit einer Geschichte zu tun. A story that has a beginning and an end, or a cause and an effect. Eine Geschichte, die einen Anfang und ein Ende hat, eine Ursache und eine Auswirkung. One of the reasons I have so much confidence in 2019 Einer der Gründe, warum ich so viele Vertrauen in 2019 habe, is while we might not understand November 9, ist auch, wenn wir den 9. November in sich selber jetzt noch nicht verstehen, we have the beginning date. so haben wir das Anfangsdatum. What I would suggest we will understand to be the cause of whatever November 9 is. Und wir werden verstehen, dass dies die Ursache ist, was auch immer am 9. November oder was der 9. November eigentlich ist. Also es wird die There's an Ursache article sein. by the New York Times Da gibt es einen Artikel von der New York Times, that gives the significant events that the key dates at the center of the Ukraine matter. welches die Schlüsseldaten gibt, das Problem oder die Thematik von That's its title. der Ukraine. Das ist der Titel davon. It starts April 21 Es fängt am 21. April an, when Zelensky is elected president of Ukraine. als Zelensky als Präsident der Ukraine gewählt wird. Immediately, President Trump starts placing his personal lawyer, Giuliani, as the intermediary. Sofort tut Donald Trump seinen persönlichen Berater, Giuliani, Rechtsberatung, As the intermediary between himself and Ukraine. als den Vermittler zwischen ihn und der Ukraine einsetzen. May 6th, they begin an attack on the new president of Ukraine.
Am 6. Mai versuchen sie eine Attacke auf den neuen Präsidenten der Ukraine start to a smear campaign against the US ambassador to Ukraine. und sie versuchen ja eine Schmierkampagne gegenüber dem US-Botschafter in der Ukraine Accuse her of disloyalty to the president. und beschuldigen sie, dass sie nicht dem, Entschuldigung, dem Präsidenten loyal gegenüber ist. Corrected up here, December 19, the Electoral College. Hier muss ich korrigieren, 19. September hier. Dezember, Entschuldigung. Thank you. May 10, Giuliani tells Fox News 10. Mai sagt Giuliani Fox News, that Zelensky was surrounded by operatives from the Democrat Party dass Zelensky von der Gegenpartei eigentlich Zelensky is koordiniert wurde, surrounded by operatives of the Democrat Party dass sozusagen Zelensky von der Demokratischen Partei geführt wird, enemies of the president and enemies of the United States. Feinde der Vereinigten Staaten und des Präsidenten. Shortly after, he begins to be warned that they're going to withhold the US aid. Kurz danach werden sie gewarnt, dass die Vereinigten Staaten praktisch ihre finanzielle Hilfeleistungen auslassen werden oder zurückhalten werden. There's more events in that history. Da gibt es noch weitere Daten in dieser Geschichte. July 18, Der 18. Juli. there's an announcement that Trump is going to freeze $391 million in Ukraine aid. Da tut Trump 391 US-Dollar an Hilfe für die Ukraine einfrieren. July 25, Trump tells Zelensky what he wants in return for that aid. Und am 25. Juli sagt Trump Zelensky, was er möchte, dass er dieses Geld praktisch rausgibt. That gets repeated on August 9. Am 9. August wird das nochmal wiederholt. August 12, the whistleblower files his complaint. Am 12. August tut dieser Whistleblower seine Sorgen äußern. September 1, Zelensky asks Mike Pence about that aid. Am 1. September tut Zelensky Pence über diese Hilfestellung der USA befragen oder danach fragen. Pence says, "Don't speak to me, speak to Gordon Sunderland." Und Pence sagt, sprich nicht mit mir, sondern mit Gordon Sunderland. Sondland. Sunderland tells a Ukrainian official not to expect the money until there is an investigation into Biden. Und Sondland sagt dem ukrainischen Vertreter, dass sie das Geld nicht erwarten könnten, bis die Ukraine Biden You have all untersucht. of this dirt happening behind the scenes. Und dieser ganze Schmutz passiert hinter dem Vorhang sozusagen. We discussed November 9 at the Oceana camp meeting a few weeks ago. Also, vor ein paar Wochen am Oceana Camp Meeting haben wir den 9. November besprochen. What is November 9? Was ist der 9. November? Is it Eastern Front or Western Front? Ist es Ost- oder Westfront? We demonstrated how you can make an argument for both. Wir haben demonstriert, wie man ein Argument für beides hat, But the emphasis is placed on the internal. aber der Fokus oder die Betonung liegt Of intern. course, when anything happens with information war or Ukraine, Russia is involved. Wenn irgendwas mit dem Informationskrieg oder so und die Ukraine passiert, ist Russland involviert. But all of this centers around an internal fight in the United States.
aber alles ist zentral um einen internen Kampf in der USA. Trump is withholding nearly 400 million in Ukrainian aid. Trump tut so viel Geld von der Ukraine fernhalten. A whistleblower files a complaint. Ein Whistleblower tut hier das A anzeigen. whistleblower filed a complaint. Ein Whistleblower tut dies dann anzeigen. That complaint doesn't reach the ears of the House until September 9. Und das Haus, also das Repräsentantenhaus, bekommt diese Anklage nicht bis zum 9. September. The Democrats have control of the House. Die Demokraten haben die Kontrolle über das Repräsentantenhaus. September 9, they hear of the complaint. Am 9. September hören sie über diese Anklage. They immediately launch an investigation. Und sofort fangen sie eine Untersuchung an. This is what is going to lead to the impeachment. Und das ist dann, was zum Impeachment führt. Zu diesem September Amtenthebungsverfahren. 11, Trump caves. Und am 11. September tut Trump klein beigeben oder sich so einhüllen. September 11, he released that 400 million in aid. Am 11. September gibt er das Geld raus, ungefähr 400 Millionen Dollar an Hilfeleistung. Zelensky ends all plans to investigate Biden. Zelensky tut alle Pläne, Biden zu untersuchen, beenden. John Bolton quit September 9. John Bolton hat am 9. September seinen Job aufgegeben. September 11, all of John Bolton's staff in the White House also resign. Und am 11. September tut das ganze Team von John Bolton im Weißen Haus zurücktreten. So all of this kündigen. attempt of Trump to hold Ukraine to ransom comes to no end for him September 11. Also dieser ganze Versuch von Trump, den Trump gestartet hat innerhalb der USA, was er vollbringen wollte, kam am 11. September Remember, this is a battle zum in the Ende. West. Erinnert euch daran, das ist eine Schlacht im Westen. 1989, we have September 11 to November 9, cause and effect. Also hier haben wir den 11. September bis 9. November. 9. November, Ursache, Auswirkung. Iron Curtain falls in Hungary, wall falls in Berlin. Der eiserne Vorhang tut in Ungarn zum Ende kommen und dann tut die Berliner Mauer fallen. 2001, cause and effect. 2001, Ursache, Auswirkung. Attack on the World Trade Centers, restraint of radical Islam. Attacke auf das World Trade Center, radikale Islam wird zurückgehalten. A state government. Eine Staatsregierung. I'm just going to repeat those thoughts. Ich werde diese Gedanken nochmal wiederholen. In 1989, you have a story that happens. 1989 hat man eine Geschichte, die passiert. We tend to focus on the result of that story, not on what leads to it. Wir tendieren, das Resultat dieser Geschichte zu betrachten, anstatt dessen, was zu dieser Geschichte oder wo es dazu There are hinführt. many events in that history. Da gibt es viele Ereignisse in dieser Geschichte. We mentioned August 19. 19. August haben wir erwähnt. But on investigation, you can particularly mark September 11. In dieser Untersuchung kann man vor allem den 11. September markieren. September 11. 11. September. As the beginning of what will lead to the fall of the Berlin Wall.
was zu diesem, was das Anfang ist, was zu dem Fall der Berliner Mauer Hungary führen wird. opens its borders. Ungarn tut seine Grenzen öffnen. It leads to the fall of the wall, November 9, Berlin. Und es leitet oder führt zu dem Fall der Berliner Mauer am 9. November. In 2001, you also have a story. 2001 hat man auch eine Geschichte. September 11 is the beginning, but we focus on that. September 11 ist der Anfang Radical dieser Islam Geschichte. Wir attacks. fokussieren uns drauf. Der radikale Islam. But you don't have the restraint of Islam until November 9. Aber man hat dieses Zurückhalten des Islams nicht bis zum 9. November. In that famous battle. In dieser famösen, bekannten Cause and Schlacht. effect. Ursache, Auswirkung. So we can see that a waymark, if you stand back, is in the context of a story. So dass man sieht, dass eine Wegmarke in dem Kontext einer Geschichte ist. And prophecy identifies what that story is going to be about. Und die Prophetie muss uns dann zeigen, um was es diese Geschichte geht. You can see that in 2016. Und wir können das 2016 sehen. The cause is the popular vote, the effect is the electoral college vote. Die Auswirkung, die Ursache ist die Volksabstimmung oder Wahl und die Ursache ist das Wahlkollegium. 2018, 2018. the cause is Donald Trump beginning to be antagonistic towards Putin. Die Ursache ist, dass Trump anfängt, feindlich gegenüber Putin gestimmt zu sein. That sparks a fight between the two. Das facht einen Streit zwischen den beiden an. The effect is Trump's loss of that fight, December 19. Und die Auswirkung davon ist, dass Trump am 19. Dezember den Kampf verloren When we hat. come to November 9 last year, we're marking the date given us by prophecy. Wenn wir zum 9. November vom letzten Jahr kommen, dann markieren wir das Datum, was uns durch die Prophetie gegeben wurde. But we need to look for the story. Aber wir müssen für oder nach der Geschichte schauen. There's been many events, Da gibt es viele Ereignisse. a month-long fight over Ukraine and Trump's political interests. Monatelange Kämpfe über Trump und seine politischen Interessen. September 11, that aid is released. Am 11. September wird diese Hilfestellung, Which is pretty much the surrender of Donald Trump. welche so ziemlich die, dass Trump sich so ergibt, ist. He surrenders. Er übergibt sich. Donald Trump surrenders. When we understand November 9, we'll understand it in the context of that story. Wenn wir den 9. November verstehen, werden wir es in dem Kontext dieser Geschichte verstehen. What we have done all of this build up for is to understand Concord 2020. Also wir haben all dieses Verständnis jetzt aufgebaut, weil wir müssen Concord We need 2020 to verstehen. understand this waymark, Wir müssen diese Wegmarke verstehen, just as the disciples will look back and identify what happened at close of probation. um zurückzuschauen, so wie die Jünger zurückzuschauen, um zu verstehen, was am Ende der Glanzzeit passiert ist. But part of the process of doing that is understanding the nature of waymarks. Aber Teil dieses Prozesses ist, die Natur der Wegmarken zu verstehen.
When it comes to 2020, what's the theme? Wenn es zu 2020 kommt, was ist das What Thema? is prophecy telling us are the external events? Was tut die Prophezeiung von diesen externen Ereignissen uns sagen? What's the study that gives us 2020 in the first place? Was ist das Studium, welches uns 2020 gibt? Brother Wesley says counter-revolution. Hier sagt jemand die Gegenrevolution. Revolutions. Die Revolution. We understand the revolution from 2001 to 2019. Wir verstehen die Revolution von 2001 bis 2019. A revolution is a fight over who controls government. Eine Revolution geht darum, wer die Regierung denn kontrolliert. It isn't a neat history. Es ist keine sehr schöne Geschichte. In the middle of that revolution, you have the presidency of Barack Obama. In der Mitte dieser Revolution hat man die Präsidentschaft oder die Amtszeit von Victory Obama. goes back and forth between two sides. Also der Sieg geht immer zwischen zwei Seiten hin und her. Till the election of Donald Trump, Bis zu der Wahl von Donald Trump. the overthrow of the Republican Party Die Überwältigung der Republikanischen Partei and the judicial branch. und der Judikativen. That's all takes place from 2016 to 2019. Das sind alles von 2016 bis 2019 findet das statt. Particularly that judicial branch. Vor allem die Judikative. So while you have different sides winning through a revolution, Also während man jetzt hier in einer Revolution die unterschiedlichen Seiten haben, dass sie gewinnen, by November 9 last year, you have a side that has won. so hat man am 9. November eine Seite, die gewonnen hat. And what is going to begin in 2020 Und was in 2020 anfängt, is a rallying against that new system of government. ist ein sich auflehnen oder dagegen anstemmen dieser neuen, So from dieses neuen 2018, Regierungssystem. we were expecting to see a powerful attack against that system of government. Also von 2018 an haben wir erwartet, dass es eine mächtige Attacke gegen dieses politische System geben wird. People wondered if this was the US election. Und Leute haben sich gedacht, ob es die US-Wahlen sind. The US election does not bear the right characteristics to fulfill that prediction. Die US-Wahl tun nicht die Charaktereigenschaften beinhalten, um das zu erfüllen. It does not galvanize the people worldwide. Es tut die Leute auf der ganzen Welt And you aufschreien can't lassen mark a key date. It's something that occurs over years. und kann hier nicht einen Schlüsselmoment hier markieren. Es ist etwas, was über Jahre lang hinweg passiert. Some looked to the impeachment. Einige haben die Amtsenthebung betrachtet. The impeachment didn't even unify the Democrat Party. Aber die Amtsenthebungsverfahren hat noch nicht mal die Demokratische Partei vereinigt. Let alone galvanize people worldwide. Oder dass weltweit die Leute sich aufgeschrien haben oder vereint haben. And it did not have the correct timing. Und es hatte nicht das richtige Timing, den richtigen Zeitpunkt. So we were looking for a worldwide unified attack on the system of government. Also haben wir eine weltweite vereinte Attacke auf dieses System. Danach müssen wir schauen. That was a response to what had been set up from 2001 to 2019. Was als eine Antwort auf dessen gilt, was von 2001 bis 2019 sich etabliert hatte. And the key revolution we take to understand that is the American Revolution.
Und die Schlüsselrevolution, die wir benutzt haben, um dies zu verstehen, ist die amerikanische Revolution. For years, the British had been oppressing the colonists. Für Jahre hatten die Briten die Kolonien unterjocht. There's bloodshed, Blut wird vergossen. there's other fights. Da gibt es andere Kämpfe. The Boston Massacre, 1770. 1770, das Massaker von Boston. But there's a key battle that unifies the colonists, Aber da gibt es eine Schlüsselschlacht, die die Kolonisten known as the shot vereint, heard around the world. welches als der Schuss, der die ganze Welt gehört hat, bekannt wird. These sides had been at odds for a long time. Und diese Seiten waren sich nicht einig für eine lange Zeit. But somehow this fight is a tipping point. Aber dieser Kampf ist ein Punkt, wo alles so tippt oder sich It dreht. unites the people with purpose and with passion. Und es tut die Leute mit Mut und The Battle of Lexington and Mut. Concord. Die Schlacht von Lexington und Concord war das. That's what was used in 2018 to demonstrate what we expected to see this year. Das war, was 2018 benutzt wurde, um zu demonstrieren, was wir dieses Jahr erwartet haben. True Concord, Das war Concord, passionately, also sehr a worldwide Mit Passion. shockwave. Eine weltweite Welle des Schocks. Black men and women had died before George Floyd. Schwarze Männer und Frauen haben vor George Floyd sind gestorben. There'd been a long history of oppression and fighting. Da gab es eine lange Geschichte der Unterdrückung und des Kämpfens. You have the Boston Massacre. Man hat das Boston-Massaker. You have Eric Garner. Eric Garner hat man. But somehow George Floyd was a tipping point. Aber irgendwie war George Floyd ein Wendepunkt, der das Ganze zum Überlaufen gebracht hat. The recording of his death did go as a shockwave around the world. Und wie sein Tod aufgezeichnet wurde, war wie eine Schockwelle, die um die Welt gegangen ist. People united in Concord with passion and purpose. Leute haben sich in Concord vereint, basierend auf dem Zweck und The protests began. der Passion. Und die Proteste fingen It an. sparked a counter-revolution against the system of government. Und es hat eine Gegenrevolution gegen das Regierungssystem angefangen, That had been set up by the Republican Party specifically. welches vor allem von der Republikanischen Partei aufgesetzt wurde. That counter-revolution will not succeed. Diese Gegenrevolution wird nicht erfolgreich sein. If it did, there would be no Sunday law. Wenn diese nämlich erfolgreich wäre, dann würde es kein Sonntagsgesetz geben. The judicial branch is gone. Der judikative Zweig ist verloren sozusagen. Biden is a centrist. Biden ist ein Zentrist, also er ist zentral orientiert. He wants to spend more money on the police, not defund them. Er möchte mehr Geld der Polizei geben, er möchte sie nicht finanzielle Unterstützung entziehen. Also Not going to defund, nennt man das. succeed. The United States will come to an end. Und wenn das alles keinen Erfolg hat, dann wird die Vereinigten Staaten werden zu ihrem Ende kommen. At the Sunday law. Am Sonntagsgesetz. May 25 is the beginning of the counter-revolution. Der 25. Mai ist der Anfang der Gegenrevolution.
It perfectly fulfills what we expected from the Battle of Lexington and Concord. Es erfüllt perfekt, was wir von diesen Schlachten von Concord und Lexington gelernt haben oder gesehen haben. It triggered civic unrest in America Es hat bürgerliche Unruhe verursacht at a scale not seen since the assassination of Martin Luther King Jr. Auf einer Ebene oder in einer Größe, die nicht gesehen wurde, seitdem Martin Luther King ermordet wurde. Over 50 years ago. 50 Jahre zuvor. Vor 50 Jahren. So, because we're out of time, I want to summarize. Also, weil die Zeit jetzt schon um ist, möchte ich hier zusammenfassen. When we come back tomorrow, we're going to discuss Concord as a time period. Wenn wir morgen zurückkommen, werden wir Concord als eine Zeitperiode besprechen. To understand Concord as a time period, Um zu verstehen, dass Concord eine Zeitperiode ist, we've gone back and looked at other waymarks. sind wir zurückgegangen und haben andere Wegmarken betrachtet. We have 5 witnesses Wir haben 5 Zeugen of the nature of a story. Der Natur einer Geschichte. What I would suggest is cause and effect. Was ich vorschlagen würde wollen, dass es Ursache und Auswirkung ist. The defeat of the King of the South Der Sieg über den König des Südens in 1989 im Jahre 1989 can be traced from Hungary opening its borders to Berlin opening its border. wo wir sehen können, wie Ungarn seine Grenzen öffnet und dann wie Berlin seine Grenzen öffnet. The story of 2001 and the third woe, Die Geschichte von 2001 und der dritten Wehe, the terrorist attack, the restraint of radical Islam, eine Attacke eines Terroristen und dann, dass der radikale Islam zurückgehalten wird. 2016, the election of Donald Trump, 2016 die Wahl von Donald Trump, November 9, 9. November. he takes the states he needs, Er nimmt sich die Staaten, die er braucht. December 19, the electoral college votes. Und am 19. Dezember dann das Wahlkollegium. 2018 is Heraclea, this is Ipsus, Heraclea. Hier haben wir Ipsus, das ist Heraclea. Heraclea ist 2018. September 21, Das ist der 21. September. Donald Trump decides he's going to pick a fight with Vladimir Putin. Donald Trump entscheidet sich, dass er mit Putin einen Kampf eingeht. That's a cause. Das ist eine Ursache. December 19, he loses that fight. It's an effect. Und am 19. Dezember tut er diesen Kampf oder diese Schlacht verlieren und das ist die Auswirkung. 2019, 2019 I've already suggested we need to not call this story raffia in the same way we think of it. habe ich schon bereits erwähnt, dass wir diese Geschichte nicht so als Raffia bezeichnen sollten, wenn wir darüber Because nachdenken. this isn't a fight for spheres of influence. Denn dies ist hier jetzt kein Krieg über Einflussgebiete. This is the internal struggle in the United States. Das ist der interne Kampf innerhalb der USA. Western Front. Das ist die Westfront. This isn't Syria. It's not Afghanistan. Das ist nicht Syrien, ist nicht Afghanistan. We've already marked September 11. Wir haben bereits den 11. September markiert. We don't have a complete story yet. Aber wir haben bis jetzt noch keine komplette Geschichte. And all of this is to help us understand 2020. Und all das ist, um zu helfen, dass wir 2020 verstehen. The Battle of Lexington and Concord. Die Schlacht von Lexington und Concord. And Concord in application was May 25. Und Concord in
When we come Mai, together 25. tomorrow, I Mai want to understand this date. Dieses Jahres. Und wenn wir morgen zurückkommen, wollen wir dieses Datum verstehen. Understand the external history. Und wollen die externe Geschichte hier verstehen. And once we have our prophetic external framework, Und wenn wir dann unser prophetisches externes Rahmenwerk haben, we can then start to discuss the internal experience of this movement. dann können wir anfangen, die interne Erfahrung dieser Bewegung zu besprechen The increase of knowledge. und die Zunahme der Erkenntnis. If you kneel with me, we'll close in prayer. Dear Father in heaven, Lieber himmlischer Vater, thank you that you do not wish to leave us ignorant. danke, dass du uns nicht in Dunkelheit überlassen willst, Confused or afraid. verwirrt oder auch beängstigt. You prepared us for this pandemic. Du hast uns für diese Pandemie vorbereitet, So when confronted, we don't have the fear that comes with confusion. sodass, wenn wir konfrontiert werden, dass wir nicht mit dieser Verwirrung, I pray that you continue to work with your people. dass wir nicht verwirrt sein müssen. Und ich bitte dich, dass du weiterhin mit deinem Volk arbeitest, Especially those souls who are struggling in this time period. vor allem die Seelen, die in dieser Zeitperiode mit sich kämpfen, Finding them divided from loved ones. die abgetrennt sind von Liebenden oder von Liebenden getrennt werden, In disagreement with those that they are close to. oder nicht eins sind mit denjenigen, mit denen sie nahestehen. Perhaps personally weak in an understanding of this message. Vielleicht sogar selber schwach in dem Verständnis dieser Botschaft sind. Pray, Lord, they'll get a glimpse of the beauty of what you are doing. Mögen sie einen Hauch von dem verstehen, was du tust. Even in the way your hand has traced prophetic events on a line. Auch wie deine Hand die prophetischen Ereignisse auf dieser Linie With aufzeigt, the sole purpose of establishing us. mit dem einzigsten Zweck, uns zu etablieren. In such a significant time period. In so einer wichtigen Zeitperiode, As the final scenes of the great controversy. als die letzten Szenen des großen Kampfes. I pray, Lord, that each of us will play our part faithfully. Ich bitte dich, Herr, dass jeder seinen Teil treu In ausübt. Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.